Willkommen zur Titos Welt. Heute zeige ich euch, wie ihr euch eure Zoom-Cam selber bauen könnt. Als Basis nehme ich die RunCam 2, die hat sich deswegen gut geeignet, weil man jede Komponenten einzeln beziehen kann. Das heißt, Gehäuse, PCB, Objektiv und alles, was sonst noch dazu gehört, kann man einzeln nachbestellen. Hat gerade den Vorteil, wenn mal was zu Bruch geht, brauche ich nur die Teile zu tauschen und zack, funktioniert das wieder. Ich zeige euch, wie ihr die Cam auseinanderbauen könnt, das Objektiv gegen ein Zoom-Objektiv mit fester Brennweite tauschen könnt und einen geeigneten Halter für eure Markierer bauen könnt. Die Besonderheit beim Paintball-Markierer ist, dass man ja nicht wie beim Airsoft das einfach nur auf die Schiene packen kann und dann sieht man immer das Bild, sondern man hat ja durch den Drop des Paintballs immer das Problem, dass entweder der Paintball aus dem Sichtfeld des Spielers bzw. des Zuschauers dann am Ende fällt, und das versuche ich zu vermeiden. Meine Idee dahinter war, das auf das Visier selber zu schrauben, und da ich hier einen Riser benutze, heißt das, der Nutzer sieht immer genau das, was ich in meinem Visier auch sehe. Das habe ich schon vorher ausprobiert gehabt, denn ich hatte vorher eine Mobius Cam und da hat es sehr gut funktioniert. Die Mobius Cam war leider nicht so zuverlässig, wie ich es gern hätte, und es hat mit dem One-Click-Aufnahme nicht so gut funktioniert. Darum habe ich mir die RunCam besorgt, weil auch die App und so weiter alles sehr gut ist und sehr wertig verbaut. Man kriegt ein wirklich gutes Bild, und damit ihr das genauso machen könnt wie ich, zeige ich euch das in einem kurzen Video. Ich baue die komplette Cam aus Standardkomponenten, das heißt, ich nehme mir einen Halter, den passe ich an, setze den RunCam 2 Halter oben drauf und am Ende die Cam selber. Worauf ihr da ein bisschen achten müsst und wie ihr das anpassen könnt, zeige ich euch dann im Video, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich werde darauf antworten. Ne? Dann bis bald! Bis bald! Der erste Schritt ist es, die Kamera auseinanderzunehmen. Hierfür sind auf der Unterseite 6 Schrauben, 2 an der Sonnenblende und 4 Stück, die das Gehäuse halten. Jetzt einfach am Gehäusedeckel ziehen und etwas drücken und dann geht das von alleine auseinander. Vorher müsst ihr natürlich hinten den Batteriedeckel abgenommen haben, sonst geht das nicht. Nicht vergessen, die SD-Karte zu entnehmen. Und einfach mit dem dünnen Schraubendreher ein bisschen die Platine anhebeln, das ist alles nur gesteckt. Jetzt könnt ihr einfach mit einem kleinen Schraubendreher die Fixierung des Objektivs abnehmen und zack, habt ihr das in der Hand. Um das Objektiv jetzt losdrehen zu können, muss der Kleber etwas erhitzt werden. Dafür einfach mit dem Föhn auf der höchsten Stufe von allen Seiten 3 Minuten lang erhitzen. Und dann, ja, wenn es dann so langsam weich wird, dann könnt ihr es einfach abdrehen. Versucht hier nicht das Objektiv bzw. den Sensor zu beschädigen. Das neue Objektiv ist bei mir ein 16 mm Objektiv. Das hat bereits einen UV-Filter für 650 Nanometer vorinstalliert. Das macht sich ganz praktisch, um das ultraviolette Licht rauszufiltern. Für Paintball eignen sich 16 mm oder 12 mm Objektive. Man kann auch mehr nehmen, wenn man ausschließlich First Strike spielt. Bei Airsoft-Spielern sind größere Brennweiten 25 bis 50 dann schon wieder notwendig. Wenn ihr das neue Objektiv in den Sensor eingeschraubt habt bzw. in die Sensorhalterung, klippt das einfach ganz normal auf dem Board wieder ein und setzt die Komponenten Schritt für Schritt so zusammen, wie ihr es vorher auseinandergenommen habt.
Das Objektiv muss jetzt noch nicht fixiert werden. Ich setze das erstmal ganz grob zusammen. Ihr müsst hier jetzt noch nicht jede Schraube fixieren. Denn jetzt kommt der wichtigste Schritt. Ihr müsst das Objektiv einstellen. Dafür dreht ihr einfach so lange am Objektiv, bis die richtige scharfe Einstellung gefunden ist. Ihr müsst auch ungefähr wissen, auf welcher Weite ihr das Objektiv scharf stellen müsst. Bei mir ist das recht einfach. Das Haus gegenüber ist für mich immer der Referenzpunkt. Das passt ganz gut. Und wenn das scharf ist, haut es beim Paintball auch gut hin. Am Ende noch ein Alleskleberklecks auf das Gewinde und das Objektiv ist fixiert. Als nächstes kommt die Halterung für die Kamera. Hierfür habe ich eine Standardhalterung für die Picatinny-Schiene genommen. Hier waren auch oben 2 Nubbel drauf. Die habe ich einfach mit einer Feinpfeile abgeschliffen und jetzt ist es plan. Im nächsten Schritt montieren wir die Halterung der Kamera auf die Picatinny-Schienenhalterung mit einem Kleberpad. Ich nehme hier für 3M Klebeband, das hat bisher immer Bombe gehalten. Um das Klebepad passend zuzuschneiden, wird einfach die Picatinny-Schienenhalterung als Vorlage genommen. Und einfach mit dem Cuttermesser entlang der Kontur schneiden. Vor dem Aufkleben ist ganz wichtig, die Klebeflächen zu entfetten. Ich nehme hier Isopropanol oder Alkohol oder irgendwelche anderen Entfetter. Kurz mal drüber wischen und dann sollte das Ganze schon sauber sein. Das mal grob zu fixieren, spanne ich das mal kurz ein, um einmal kurz Druck aufzubauen. Und löse das gleich wieder. Jetzt kommt der wichtigste Schritt. Wird hier ein Fehler gemacht, habt ihr am Ende kein gutes Bild. Hier sollte ganz viel Sorgfalt gelegt werden, das Jahr richtig im rechten Winkel auszurichten. Die Höhe ist nicht ganz so relevant, da kann man noch nacharbeiten, aber bei der Ausrichtung zwischen links und rechts sollte hier viel Sorgfalt darauf gelegt werden. Jetzt nochmal gründlich andrücken.
Über die Nacht wird das ganze Konstrukt dann flächig eingespannt und dann hält das bombenfest. Und schon sind wir am Ende. Aus meiner Sicht hat die Zoomcam-Modifikation geklappt. Ihr werdet dann gleich mal ein Beispielvideo sehen, wie das dann am Ende aussieht. In den nächsten Videos werdet ihr auch sehen, wie das mal in Live aussieht. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht machen, außer ich schieße auf meine Nachbarn, was glaube ich nicht so witzig wäre. Was noch überlegt werden muss, ist, wo ich am Ende eine Batterie hier unterbringe. Bei meiner Milsig war das recht einfach. Die haben ja diesen AR-15 Umbau hier nicht. Da konnte ich einfach einen Akku hier dran mit doppelseitigem Klett oder mit Dual-Lock Klett dran machen und konnte es jederzeit abmachen. Das geht jetzt hier nicht. Mir ist noch nicht so die perfekte Idee gekommen, weil wenn ich jetzt den Akkublock hier drauf setze, habe ich dann beim Zoom das Gefühl, dass ich hier nicht vorbeischauen kann, was nicht besonders gut ist. Wenn ich ihn hier vorne dran mache, ja, weiß auch nicht, dann geht das Kabel hier hinten lang, aber das ist die aktuell favorisierte Variante. Ich habe noch einen relativ großen Akku, mittlerweile gibt es ja kleine, die ganz gute Bilder schießen an der Stelle. Ja, aber an sich bin ich wirklich zufrieden, macht auch super Bilder. Ich hatte ja vorher mal eine Mobius Cam, da war ich nicht so begeistert. Gerade die hatte ja noch 30 Frames und bei 60 Frames sieht man einfach mehr. Die ganzen Komponenten, die ich verwendet habe, werde ich dann unten im Video verlinken. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen habt, lasst einfach mal ein paar Kommentare und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Ja. Der nächste Schritt, den ich hier angehen werde, ist der Austausch des Handshrouds. Ich finde ihn eigentlich ziemlich geil, so wie er jetzt schon ist. Ich finde eigentlich braucht er keine Veränderung. Das, was mich aber stört, ist die Balance. Hier muss sich was ändern und dazu wird es definitiv auch noch ein Video geben. Also habt viel Spaß und bis demnächst.